Ja, warum ist das Brot so rot, Leute? Das kann ich euch verraten, weil da ist nämlich was besonders Leckeres drin. Ne? Für mich ist ja das Brotbacken ganz was Tolles in letzter Zeit. Ich probiere da unwahrscheinlich viel aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das muss ich euch unbedingt zeigen. Hier habe ich schon 550er Weizenmehl drin. Schüsselchen ist auch ein bisschen warm. Ne? Und hier noch ein Weizen-Vollkornmehl dazu. Und natürlich noch ein bisschen Salz. Das Rezept findet ihr ja immer unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch und auch auf dem Blog. Da habe ich dann noch ein bisschen Hefe und ein warmes Wasser. Da tun wir das dann reinbröseln, ne? Und schön auflösen und aufpassen, dass das Wasser nicht zu heiß ist und auch nicht zu kalt, weil das ist oftmals ein Problem, wenn die Hefe zu heiß wird, verbrennen die Hefebakterien, geht der Teig nicht auf und wenn es zu kalt ist, auch nicht, weil wir wollen ja ein schnelles Brot backen, ne? Also die richtige Temperatur sind 32 Grad übrigens. Da fühlt sich die Hefe am wohlsten. So, und dann gibt es noch ein bisschen leckeres Sauerteig. Den habe ich gekauft, den habe ich nicht selber angesetzt, weil das ist mir zu kompliziert. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber das klappt bei mir irgendwie nicht. Den gibt es auf jeden Fall, den kann ich euch auch noch mal verlinken. Da tun wir noch ein bisschen Wasser dazu, dass der sich besser da rauslöst aus dem Gläschen, ne? Bisschen rühre. Noch so ein bisschen mehr, ne? So, und dann können wir nämlich das Ganze schon mal da langsam nach und nach reinschütten. So, erste Hefewasser. Backen macht Spaß und Brotbacken ganz besonders. Ich liebe das ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele von euch haben ja auch geschrieben, ihr braucht jetzt mal was Deftiges oder was. Schreibt doch mir mal in die Kommentare, was ihr gerne hättet, euer Rezept oder was man halt mal machen könnte. Würde ich mich ja riesig freuen, weil wir haben ja so viel Kuchen schon gemacht, immer die ganze Zeit. Wir sind ja die Kuchenprofis, aber wir müssen ja auch mal was zum Abendessen machen, ne? Vorsicht, dass der Löffel nicht live liegt, weil das wäre wieder typisch. Einmalig hier kann ich das sagen, es geht wieder so zackig. Mensch, hier haut's mir gleich die Maschine vom Tisch, du, der kleine Traktorbruder, ne? So muss es aussehen. Gucke mal hier, der Teig lässt sich so richtig schön vom Schlüsselrand lösen, ne? Und jetzt kommt dann das Geheimnis, und zwar die rote Beete. Und die hatte Joanna jetzt schon aus dem Glas, die ist jetzt nicht frisch, die müsst ihr auch nicht schnippeln, die gibt's schon ein Stückchen. Mein Gott, ich schon meine Sprachfindungsstörungen, ne? Und die können wir jetzt dann da reinkrümeln, ne? Und tun dann mit den Händchen ein bisschen unterkneten. Ach, und übrigens, den rote Betesaft, den könnt ihr dann auch schön trinken, gell? Dann tut er was für die Gesundheit. Der ist nämlich voll lecker und ich mag den total gerne. Und rote Beete allgemein in einem Brot, ne? Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Und ich mag rote Beete auch total gerne im Salat, so ein bisschen Kümmel dazu. Das ist auch was Leckeres. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Muss ich mal wieder. Und schon ist das Brot rot. Guck, ist das nicht herrlich? Und jetzt wird es natürlich ein bisschen nass durch die rote Beete, weil die ist ja ein bisschen feucht, aber das macht gar nichts. Ne? Dann nehmen wir noch ein bisschen Mehl, das tun wir da unten drunter und ein bisschen was oben drüber. Und dann lassen wir das Töpperle so im Ofen stehen bei 30 Grad Umluft, schick, eine Stunde. Na, nicht, dass ihr immer mahnt, ich erzähle euch das bloß, ich mache das frei wirklich und ich liebe, das schmeckt super. Müsst ihr echt mal ausprobieren. Schön sauer, richtig tolle rote Beete. Und jetzt machen wir dann mal weiter. Guck, den habe ich ja in meinen Ofen gestellt, habe ich euch gesagt. Guck doch mal, herrlich, wie der aufgeploppt ist. So muss der Hefeteig aussehen, ne? Und den hauen wir uns jetzt hier dann gleich drauf. Mache ich auf mein Backpapier noch ein bisschen Mehl. Und dann tun wir den mal da drauf. Komm raus, du Lump. Ach, herrlich. Und das duftet immer so schön, ne? Und jetzt tun wir den gleich hier oben noch ein bisschen einmehlen. So. Und dann tun wir hier gleich auf den Papier ein bisschen so rundweige bloß, ne? Ich weiß, viele von euch würden jetzt sagen, Joanna, leg halt ein nasses Handtuch drunter. Ich weiß, habe ich jetzt wieder vergessen. Ist wieder typisch, schieb halt ein bisschen Backpapier rum, ne? Dann kriegt das Ganze nämlich ein bisschen Oberflächenspannung, ne? Und dann lassen wir den auch noch mal gehen, noch mal ein bisschen Mehl drüber, ne? Weil da mache ich jetzt ein frisches Küchentuch drauf. Und auch noch gleich, die Schüssel, die ist nämlich noch ein bisschen warm. Und dann lassen wir den noch mal so eine halbe Stunde gehen. Ach so, muss ich noch Ofen vorheizen auf 180 Grad. Nee, 220, Entschuldigung, unerhitzt. Mensch, die Joanna wieder. Und jetzt muss ich euch noch was zeigen, ne? Weil jetzt ist nämlich voll schief gelaufen vorhin. Jetzt haben wir schon den Teig gedreht, ne? Und was ist dann passiert? War der Akku leer von der Kamera, muss ich alles nochmal machen. Echt, ich kann es euch sagen, ne? Zum Glück habe ich noch ein Glas rote Beete da, aber das ist jetzt echt super. Jetzt gibt's halt 2 rote Beete-Brote.
So, gucke mal hier und man sieht schon da unten drunter, dass der schon ganz schön aufgeploppt ist. Und das Schöne mit dem Schüsselchen ist natürlich, dass der auch die Form bewahrt. Der geht uns dann nicht außer Leim und wird irgendwie platt, ne? Schau mal, ich tue die mal weg. So richtig schönes, rundes Brot. Und jetzt brauche ich doch noch mein schönes Tablett, mein Backtablett mit Löcherchen, ne? Das schiebe ich jetzt gleich mal schnell da drunter, ne? Da tun wir jetzt gar nicht mehr viel bewegen, gell? Und dann machen wir Tada! Guck mal her, ist er nicht schön? Ein bisschen Mehl brauche ich noch. Warte mal. Machen wir noch ein bisschen was drüber. Und das Brot hat ordentlich Mehl. Und dann geht schon gleich der vorgeheizte Ofen. Schau mal, jetzt ist schon ein bisschen abkühlt. Jetzt wollen wir es mal anschneiden, ne? Ja, nur schau mal einer, guck, mit so kleine nette rote Beete-Pünktchen drin, hat doch keiner gesehen. Macht's mal unbedingt nach. Das ist voll lecker. Jetzt noch ein bisschen Brot und Butter, Wurst und Butter drauf. Macht's unbedingt nach. Ciao.